Hallo zusammen, willkommen bei Finance Fellows, eurem Kanal für Finanzbildung. Mein Name ist Marcel und in unserem ersten Video geht es um die Geschichte des Geldes. Wir schauen uns in diesem Zusammenhang an, was es mit der Naturalwirtschaft auf sich hat, wie und warum sich dann am Ende des Tages doch die Geldwirtschaft durchsetzte und wie sich das Geld im Laufe der Zeit entwickelte. Alle Timestamps entsprechend der Agendastruktur findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video! Alles hat seinen Wert. Ob der Cappuccino im Café um die Ecke, ob beim Lebensmitteleinkauf, der Kauf eines eigenen Autos, selbst bei Dienstleistungen wie beispielsweise Fußballspielern. Wir sind es gewohnt, alles in Euro und Cent anzugeben und zu bewerten. Dabei zahlen wir wie selbstverständlich mit Geld. Die Frage, die sich dazu recht stellt, ist, war das schon immer so? Um diese Frage beantworten zu können, werfen wir einen Blick zurück in die Menschheitsgeschichte. Um genau zu sein, gehen wir zurück bis in die Steinzeit. Dort gab es nämlich die sogenannte Naturalwirtschaft. Doch wie genau funktioniert eine Naturalwirtschaft? Schauen wir uns das Ganze mit Hilfe eines einfachen Beispieles an. Wir haben hier einen einfachen Kreislauf mit 4 unterschiedlichen Personen. Wir haben Olaf, wir haben Erika, wir haben Peter und wir haben Hilde. Und in unserem Beispiel haben alle Personen unterschiedliche Produkte. Olaf hat beispielsweise das Brot, Erika einen Krug mit Wasser, Peter das Fleisch und Hilde das Obst. Jetzt benötigt Olaf Wasser und will das Brot gegen Wasser eintauschen. Doch Erika benötigt kein Brot. Erika benötigt Fleisch. Im nächsten Schritt versucht Olaf jetzt, das Brot gegen das Fleisch zu tauschen. Doch Peter benötigt kein Brot, sondern Obst. Glücklicherweise kennt Olaf Hilde, die bereit ist, ihr Obst mit dem Brot zu tauschen. Jetzt geht alles relativ schnell. Jetzt kann Olaf das Obst gegen das Fleisch eintauschen und zum Schluss das Fleisch gegen das benötigte Wasser tauschen. Olaf stellt aber jetzt schon fest, einfach geht anders. In einer Naturalwirtschaft oder auch Tauschwirtschaft können immer nur Produkte gegen andere Produkte getauscht werden. Das war in unserem kleinen Beispiel schon relativ kompliziert. Stellen wir uns vor, wir haben jetzt eine Tauschkette mit 10 Personen und 10 unterschiedlichen Produkten. Dann hätten wir theoretisch bis zu 45 mögliche Tauschverhältnisse. Olaf ist jetzt total verwirrt und stellt sich völlig zu Recht die Frage, ob das nicht auch viel einfacher geht. Es geht einfacher. Die genannten Limitierungen der Naturalwirtschaft haben dann zu der Erfindung der Geldwirtschaft geführt. Doch wie genau funktioniert eine Geldwirtschaft? In einem Geldwirtschaftssystem werden jetzt nicht mehr wie in einer Naturalwirtschaft direkt Produkte untereinander getauscht und bewertet, sondern der gesamten Transaktionskette wird jetzt ein offizielles Zahlungsmittel dazwischen geschaltet. In der Vergangenheit war das beispielsweise eine Muschel. Und mit diesem Zahlungsmittel sind wir jetzt in der Lage, Produkte direkt zu kaufen, ohne umständlich tauschen zu müssen. Zudem ermöglicht es uns, das Zahlungsmittel Produkte einzeln zu bewerten und untereinander zu vergleichen. In unserem Beispiel ist das Brot vielleicht eine Muschel wert, das Fleisch 2, das Wasser eine Muschel und Obst aufgrund vielleicht einer schlechten Ernte ist sogar 3 Muscheln wert. In der Vergangenheit gab es unterschiedliche Zahlungsmittel. Je nach Region der Erde konnte das beispielsweise die Muschel, ein Haifischzahn oder auch eine Steinmünze sein. Das sogenannte Primitivgeld war geboren. Schauen wir uns auch hier nochmal eine einfache Transaktion an. Wie in unserem ersten Beispiel haben wir hier Olaf und Erika. Und wie in unserem ersten Beispiel benötigt Olaf Wasser, hat jetzt aber Steingeld, Primitivgeld zur Verfügung. Da Erika das Steingeld als offizielles Zahlungsmittel anerkennt, ist Olaf jetzt in der Lage, relativ unkompliziert das Wasser zu kaufen. Erika hingegen hat jetzt eine zusätzliche Steinmünze verdient. Mit der zusätzlich angesparten Steinmünze ist Erika jetzt in der Lage, ihr Bedürfnis zu befriedigen, nämlich Fleisch zu kaufen. Und wenn wir das mit der Komplexität der Naturalwirtschaft vergleichen, dann stellen wir schon fest, das ging schon viel schneller. Schauen wir nun im letzten Teil des Videos auf die Evolution des Geldes. Wie am Anfang beschrieben, stand zu Beginn der Menschheitsgeschichte die Naturalwirtschaft, wo immer Produkte direkt mit anderen Produkten getauscht wurden. Mit der Erfindung des Zwischentauschhandels wurde dann das erste Geld erfunden, das sogenannte Primitivgeld. Mitte des 7. Jahrhunderts vor Christi Geburt wurde dann im damaligen Königreich Lydien, der heutigen Westtürkei, die erste Goldmünze geprägt.
die Geburtsstunde des Münzgeldes. Die Idee und die Vorteile des Münzgeldes setzten sich auch schnell im Rest von Europa durch. Unterschiedliche Münzgrößen, Materialien und Prägungen ermöglichten es jetzt, eine differenzierte Preisgestaltung vorzunehmen und somit auch den Handel wesentlich zu vereinfachen. Das erste und gleichzeitig älteste Papiergeld der Welt wurde im 10. Jahrhundert in China erfunden. Auslöser und Anlass dafür waren Händler, die auf ihren langen Handelsreisen weniger schweres Metallgeld mit sich tragen wollten. Sie lagerten ihr Münzgeld bei der chinesischen Regierung ein, die ihrerseits wiederum Staatspapiere dafür ausgab. Wenn wir so wollen, die ersten Banknoten. Im mittelalterlichen Europa waren es Kaufleute, die sich gegenseitig Wechselbriefe ausstellten und sich verpflichteten, bei Vorlage dieser Wechselbriefe den darauf enthaltenen Betrag in bar auszubezahlen. Als erste europäische Notenbank kann die Stockholms Banco angesehen werden. Sie fing im 17. Jahrhundert erstmals an, Banknoten zu drucken und unter die Bevölkerung zu bringen. Es kann als die Grundlage für unser heutiges Notenbanksystem betrachtet werden. Heute, im 21. Jahrhundert, zahlen wir wie selbstverständlich mit Münzgeld und Banknoten. Darüber hinaus gibt es mittlerweile auch digitales Geld oder auch Buchgeld. Was es damit auf sich hat, werden wir uns nochmal in einem anderen Video anschauen. Hat dir das Video gefallen? Möchtest du auch in Zukunft keines mehr verpassen? Dann schenke uns doch eine positive Bewertung und abonniere unseren Kanal. Das hilft und motiviert uns, auch in Zukunft für euch kostenlose Erklärvideos zu erstellen. Für alle, die uns auch finanziell unterstützen wollen, schaut doch mal bei Patreon oder Steady vorbei. Wenn ihr mehr über Finance Fellows erfahren möchtet, freuen wir uns auf einen Besuch auf unserer Homepage oder Instagram. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.